300 Stück, mehr gibt's davon nicht. Und hinten drin steckt ein Material, das laut Davosa bis 2950 Grad Celsius aushält. Das hier ist der Davosa Newton Pilot Chronograph. Und heute will ich nur eine Sache klären. Taugt er wirklich zum Daily Beater? Hi Leute, hier ist wieder David von Watch David, deinem Uhrenkanal. Schön, dass du wieder da bist. Ich mache es heute bewusst einfach. 3 Punkte entscheiden bei mir, ob so ein Pilot Chrono wirklich Alltag wird. Tragegefühl, Alltagstauglichkeit und ob er mich nach Wochen noch bei Laune hält, obwohl er unaufgeregt ist. Und genau da wird's spannend. Ich habe bereits mehrere Newton Pilot Referenzen getestet. Mondphase, Automatik, Rallye-Chronograph. Und ausgerechnet diese hier ist das Basismodell. Kein Sonderthema, keine Show. Und genau deshalb stellt sich sofort die Frage, was soll dieser Chronograph dann? Wenn er so normal ist, warum wirkt er plötzlich wie eine sichere Bank? Und warum limitiert man so etwas auf 300 Stück? Ich sag dir gleich, warum mich das Basismodell am meisten überzeugt hat. Aber bevor wir darüber reden, muss ich zuerst erklären, ob er am Handgelenk überhaupt das hält, was er verspricht. Denn wenn eine Uhr Daily Beater sein soll, reicht es nicht, dass sie gut aussieht. Sie muss sich so anfühlen, dass du sie vergisst. Und das zweite Detail, dieses 2950 Grad Thema, das wirkt erstmal völlig absurd. Das schauen wir uns gleich hinten in Ruhe an. Aber zuerst Alltag. 42 mm Durchmesser. 50 mm Gehäuselänge, Lack-to-Lack, das klingt erstmal nach viel Uhr. Und genau da kommt der erste Konflikt. Passt das wirklich als Daily Beater oder trägt man sich daran satt? Am Handgelenk passiert dann etwas, das man auf Fotos nicht sofort versteht. Die Hörner sind gebogen und dadurch schmiegt sich der Davosa Newton Pilot Chronograph besser an, als die Zahlen vermuten lassen. Das ist so eine Uhr, die nicht klein ist, aber stimmig. Mein Testmodell ist die 161.578.55 am schwarzen Lederband. Das Band wirkt hart, stabil und hochwertig verarbeitet. Und der Tragekomfort ist ab dem ersten Moment richtig gut. Mit Leder wiegt das Ganze nur 108 Gramm. Mit Stahlband bei der 161.578.50 bist du bei 180 Gramm. Das ist schon eine andere Aussage am Arm. Bis hierhin, Tragegefühl, passt schon mal. Check. Aber Daily Beater heißt nicht nur sitzen. Daily heißt auch Haptik, Verarbeitung und ob dich die Uhr im Alltag nervt. Und genau da wird es jetzt nochmal interessant. Das Gehäuse ist 316L Edelstahl. Überwiegend gebürstet und dann kommen polierte Flächen hinzu. Nicht als Bling, sondern um die Uhr ein wenig aus der reinen Toolwatch-Ecke zu holen. Krone und Drücker sind haptisch richtig gut. Dieses Klickgefühl ist genau das, was du im Alltag ständig mitbekommst. Oben flaches Saphirglas, kratzfest, entspiegelt. Und das ist kein Luxusdetail, sondern Alltag. Du schaust drauf, du willst sofort ablesen und das kann sie. Und jetzt kommt die zweite große Daily-Frage. Und das ist der Konflikt, den man nicht wegreden sollte. 70 Meter Wasserdichtigkeit. Das klingt erstmal nach okay, aber Daily Rocker? Und genau hier trennen sich Erwartungen. Wenn Daily für dich heißt Schwimmen, Urlaub, Pool, dann ist das hier nicht die Uhr, auf die ich mich blind verlassen würde. Wenn Daily aber heißt echter Alltag, Wetter, Hände waschen, normales Leben, dann ist das im Rahmen. Wichtig ist nur, ehrlich einordnen. Bis hierhin erfüllt sie also Punkt 1 und Punkt 2 richtig gut. Sie trägt sich gut, sie ist alltagstauglich, mit klarer Grenze zum Wasser. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3. Hält sie dich bei Laune, obwohl sie so unaufgeregt ist? Vorne macht sie das sehr schlau. Sonnenschliff im Zifferblatt. Dadurch wirkt sie eine Spur edler, ohne geschniegelt zu sein. Große arabische Indizes, klare Zeiger und das Datum sitzt symmetrisch bei 6 Uhr. Dazu der Tachymeter auf dem Rehhaut. Das ist Pilotlogik, schnell, klar, lesbar. Und nachts Swiss Superluminova BGW 9, bläulich. Wieder so ein Detail, das nicht laut ist, aber im Alltag zählt. Und dann kommt das, was du völlig zu Recht wichtig findest.
Limitierung auf 300 Stück. Bei einer Uhr mit Sonderthema wäre das fast logisch. Aber hier beim Basismodell entsteht eine andere Spannung. Weil sie so vernünftig ist, schiebt man sie gerne auf. Und genau das ist der Punkt. Bei 300 Stück kann später ganz schnell nie heißen. Und plötzlich ist diese Uhr nicht nur eine Option, sondern eine echte Entscheidung. Und jetzt drehen wir sie um, denn hinten sitzt das Detail, das mich wirklich neugierig gemacht hat. Und das klingt erstmal komplett absurd. Davosa hat dem Newton Pilot Chronographen einen verschraubten Glasboden spendiert, vierfach verschraubt. Und auf dem skelettierten Rotor ist man besonders stolz. Er besteht aus Beyond Steel, nicht mit Edelstahl gleichzusetzen. Ein künstlich hergestelltes Material, das laut Davosa zweimal so hart ist wie Edelstahl, korrosionsfrei und hitzebeständig bis 2950 Grad Celsius. Klar, niemand braucht 2950 Grad im Alltag, aber genau das ist die Pointe. Das ist kein Feature fürs Angeben, weil es vorne niemand sieht. Es ist eher ein stilles, gebaut in Anführungsstrichen. Und ohne viel Fantasie erkennst du im Rotor sogar die Umrisse eines historischen Steuerhorns. Eine kleine Reminiszenz an den Ursprung des Fliegerdesigns. Und innen arbeitet etwas, das man im Alltag genau so haben will. Das Sellita SB 510, bei Davosa als DAV 3052 bekannt. Es ist zuverlässig und wartbar. Stunde, Minute, Sekunde, Datum. Dazu die Chronometerfunktion mit kleiner Sekunde und 30-Minuten-Zähler. Nicht mehr, nicht weniger. Und damit sind wir jetzt bei der Auflösung. Wenn ich mich zwischen Mondphase, Rallye und diesem Basismodell entscheiden müsste, dem Davosa Newton Pilot Chronographen, ich würde diesen nehmen, weil Sonderthemen einfach altern können und weil dieser Chronograph hier nicht altern muss. Und du musst natürlich für dich die 70 Meter ehrlich einordnen. Die 300 Stück musst du natürlich ernst nehmen. Und diese 2950 Grad Geschichte hinten ist nicht der Kaufgrund, aber es erklärt, warum diese Uhr einfach mehr Substanz hat, als sie vorne überhaupt zeigt. Preislich liegst du bei 2495 € am Lederband und 2595 am Stahlband. Und jetzt die Frage an dich, würdest du als Daily lieber das Basismodell nehmen? Das bleibt oder brauchst du ein Sonderthema, damit du dran bleibst? Das interessiert mich sehr. Gerne unten in die Kommentare.